Was geht ab, meine kleinen Rice? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim. Und heute wieder einmal Spezialgast, Mrs. D-A-N-A-R-O-L-L-E. Boah. Zum Glück hast du nicht so viele Buchstaben in deinem Vor- und Nachnamen. Dana Rolle ist wieder einmal da. Die wohlgeschätzte, wohlberühmte, mittlerweile Fashion ist da. Ich glaube, ich bin so dein K-Pop-Gast. Du bist definitiv mein K-Pop-Gast, weil das Gute, ich mache ja auch andere Sachen, ne? Ich mache ja hier auch die ganzen Rap, Deutsch-Rap, Ami-Rap, Rap, alles. Bosnisch, Albanisch, ich will sie nicht nochmal alle aufzählen. Das Ding ist einfach nur, da sind oft Sachen dabei, ich will jetzt niemanden verrufen, auch kein Genre verrufen, aber es gibt halt auch, ich will es einfach nicht sagen, aber es gibt eben auch in bestimmten Genres gibt es eben Sachen, wo nicht so sehr dann auf Fashion geachtet wird, was ja in Ordnung ist. Ne? Das ist ja nicht schlimm, aber da wird halt nicht viel mit Fashion gemacht. Auch Make-up-mäßig nicht. Da sind selbst die Videos nicht besonders aufwendig. Und da lohnt es sich nicht, noch jemanden dabei sitzen zu haben, der das dann irgendwie kommentiert, weil da gibt es nichts zu kommentieren, außer... Ja. Und ja, ich kommentiere nicht nur das, aber ich kann auch sagen, dass ich Genres habe, mit denen ich nicht so viel anfangen kann und zu denen ich wirklich dann auch nichts sagen könnte. Ja, gar nichts. Gut, das kommt dann noch hinzu. Ich versuche mal meinen Pullover ein bisschen zu richten, damit der Bauch nicht ganz so dick aussieht. Ja, weil es unten dann immer so aufliegt, weil er so lang ist. Ja, auf jeden Fall, genau, aber bei den K-Pop-Sachen ist es halt eben anders. Die achten auf Fashion, Make-up, Video, alles ist so durchperfektioniert, dass man das einfach, das ist halt ein anderes Level und da macht das Sinn, dass man da nochmal zu zweit sitzt, weil ich kann dann nur, wenn ich auf die Musik achte, bin ich halt schon so mit der Musik beschäftigt, dann kannst du dann eben nochmal auf die anderen Dinge achten und gucken, das ist schon cool, das macht auch voll Bock. Erstens das, zweitens finden die Zuschauer das auch geil, dass du in den Videos drin sitzt und deine Kommentare abgibst. Habe ich jetzt super viel Feedback schon gelesen und mitbekommen, du ja auch. Ja. Dana liest da auch schon fleißig mit und schreibt da auch teilweise, habe ich auch schon gesehen, bist auch fleißig am Mitschreiben. Und genau, unterstützt sie auch auf Instagram, weil sie gerade so ein bisschen angetan ist von euch als Community und findet es mega geil, wie es hier gerade abgeht und wie wir das Ganze hier aufbauen, dass sie überlegt, selber auch einen Kanal zu machen und ihre Passion da noch mehr Plattformen zu geben, weil ja, hier ist natürlich alles rund um Musik und so weiter, aber ihre Passion, natürlich, du hörst auch gerne Musik, ist ja klar. Ich höre keine Musik privat. Ja, tut sie schon, sie macht hier auch viele Playlisten für mich, auf was ich reacten soll und so weiter, aber die Dana ist eben auch mit Fashion und Beauty vor allen Dingen sehr am Tun und Machen und hat mittlerweile auch ihren Bachelor in Mode und Designmanagement. Mode und Designmanagement. Wenn ich das irgendwann auf die Reihe kriege, habe ich auf jeden Fall mehr weiße Haare, als ich jetzt schon habe. So, gut, wir kommen mal zum Video. Endlich, glaube ich, hoffe ich. Ich weiß es noch nicht. Kleine Erinnerung, dass ihr ein Abo da lasst, denn die Community wird immer größer und wenn ihr diese Community verschlaft, dann weiß ich auch nicht, dann habt ihr wirklich was verpasst. Wir sind jetzt mittlerweile fast 22.000, Alter. Es geht richtig krass ab. Ist krank. Es ist wirklich geil. Gut, wir machen echt viel Arbeit hier. Wir sitzen hier jeden Tag, machen 4 bis 5 Videos, kommen raus pro Tag, aber ich drehe am Tag eher 8 bis 10 Videos. So, dass da so ein bisschen Puffer auch ist, weil Sachen immer gesperrt werden und dann können die nicht sofort released werden. Deswegen seht ihr auch Dinge nicht sofort am Release-Tag. Manchmal, weil die Videos gesperrt werden und das nachträglich erst hochgeladen wird, da ist vor allen Dingen Dana auch immer hinten viel beschäftigt und wir schreiben die Mails an die Creator und die Publisher und die Urheber und lalalala, hör auf zu reden, wir fangen an mit dem Video. Achso, wen machen wir denn heute überhaupt? Everglow. Bonbon Schokolade, ihr habt so viel reingeschrieben, dass wir die abchecken. So viel, ich sehe direkt die Vetements. Oh ja, die sehe sogar ich. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, man hört dich, Dana. Ich bin mir gerade ein bisschen... Ich hoffe auch, ich kann sonst ein bisschen lauter reden. Ja, aber jetzt... Achso, wie findet ihr die neue Kameraperspektive? Simon Wool war nämlich heute da. Wir hatten ein Video gemacht, das hat leider nicht funktioniert, weil die Technik hier, OBS, Streamlabs, mein bester Freund und Helfer, nicht. Ist abgeschmiert ohne Ende. Aber er hat gesagt, er ist halt ein sehr visueller Typ. Er hat gesagt, es wird halt geiler aussehen, wenn man mal was vom Studio auch sieht, weil wenn man nur hinten den langweiligen Boden, die langweilige Couch, den langweiligen Boden und die langweilige Tür sieht, ist halt nicht das, was das Studio ausmacht. Er meint, es wäre sogar noch geiler, wenn man alles
quasi von der Couch aus hierher sehen würde. Aber da muss man ein zweites Kamerasetup aufstellen. Irgendwie mache ich vielleicht auch noch, wenn ihr Bock drauf habt, wenn euch das interessiert. Das hier sieht wirklich am krassesten aus. Wenn man reinkommt und hier so in das Studio reinschaut, guckt euch die Studio-Tour-Video mal an. Ist auf dem Kanal das erste Video da als Banner oben zu sehen. Aber dann sieht man mein Gesicht nicht so sehr, deswegen versuche ich das gerade hier so halbwegs. Man sieht hinten das Studio, man sieht uns ein bisschen. Ich hoffe, das passt einigermaßen. Lasst uns das mal wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß nicht, jetzt sind wir aber schon relativ klein, oder? Ja, ich bin auch noch so ein bisschen irritiert und muss mich dran gewöhnen. Guck mal, ich ziehe das Bild einfach größer. Ist besser jetzt? Ich hätte auch ranzoomen können an der Kamera, aber ja, so ist die Qualität halt schlecht. So, das machen wir jetzt alles live im Video. Dafür werden unsere Zuschauer sich wieder freuen. Aber ihr wisst, das ist alles authentisch ohne Ende. Dieser Kanal, ganz ehrlich, der entsteht ja auch einfach mit euch zusammen gerade. Guck mal, machen wir einmal so. Der lebt auch noch davon. Ist halt ein Entwicklungsprozess. Ja, ist es wirklich. So sieht's dann aus. So sieht's dann aus. Es ist ein Community-Ding. Wir bauen das wirklich ja zusammen hier auf. Ich habe einige Dinge, vieles umgesetzt, was ihr schon empfohlen habt, was wir machen sollten und hin und her. Und das machen wir ja auch tatsächlich. Dann probieren wir es mal aus. Wenn wir merken, es funktioniert, ist kacke, so wie das Video zum Beispiel am Anfang mal durchlaufen komplett. War eine komplett beschissene Idee, weil wir dann nur durchgeclaimt wurden. War echt nicht geil. Aber ja, deswegen wird hier viel gestoppt. Ihr wisst es. Die Original-Video-Links findet ihr unten in der Beschreibung, aber ihr kennt die Songs wahrscheinlich eh schon. Ja. Everglow ist ja für uns komplett auch eine neue Gruppe jetzt. Komplett neu wieder. Der Song ist auch noch recht neu. Von ja, 2019. März genau. habe ich gesehen. Das am Anfang ist direkt so eine Stimme, so ein Stimmen. Ich wollte dich erst fragen, ob du die Geschwindigkeit hochgestellt hast. Ja. Weil es so schnell klang. Ja, auch so. Aber es kann gut sein, dass sie es wirklich so nachträglich dann extra so schneller gemacht haben. Ich sehe, es gibt keinen Untertitel. Ist natürlich bei einem anderen Entertainment, nicht bei den ganz großen, ist bei Stone Music. Liegt wahrscheinlich daran. Ist ein bisschen schade, aber gut. Geiler 808-Bass unten. Der kommt sehr fett. Was mir auch direkt auffällt, die Stimmen sind sehr, sehr viel, sehr voll. Also wir hören nicht nur Mono in der Mitte eine Stimme, sondern direkt rundum haben wir ja alles durch. Und so mehrere. Ja, auch Harmonien direkt, also sehr voll direkt stimmlich. Ja, super viele. Geile Linie auch, die ist geil und dann voll der Chor dann rein, also schön die Harmonien, sehr nice. Also ein Synthesizer, der hier reinkommt, so Pad-mäßig hier alles voll klimpert. Ein Synthesizer? Ja. Krass. Ne, da haben wir jetzt sind wir im dritten, also wir sind immer noch im ersten Verse, aber wir haben den zweiten Part schon gehört, den haben wir einfach differenzieren können, dadurch, dass dieser Synthesizer da reinkam, die ist, ne, hier oben ist. Und auch der Bass nicht mehr nur sporadisch selektiv da reinspielt, sondern ganze Flächen, also die kompletten, die vollen durchspielt, so, die ganzen durchspielt, so besser gesagt. Und jetzt kommt hier so der Break, vermeintlich der Pre-Chorus.
to the sky. Mies, Alter, krass. Okay, der Pre-Chorus relativ lang sogar. Schon angekündigt mit diesem typischen, hier geht's langsam los. Voll durchgekleppt. Hier. Übrigens, wenn das im Video so aussieht, als ob ich nicht richtig klatschen würde, liegt es daran, dass hier eine Latenz, also eine Verzögerung drin ist in dem Video. Das heißt, ich bin wahrscheinlich immer ein bisschen später, als ihr es hört. Nur mal so nebenbei. Sonst sind das halt immer so richtig so, ja, der kann ja nicht mal im Takt klatschen. Ja, ist dann so. Ja. Na, okay. Ja, und der Chorus, krass. Ne, dann werden die Instrumente rausgenommen, vorher wieder das. Jetzt kommt so ein Rise. Wir haben sogar so einen Sub-Downer, der macht dieses Buh. Ganz kurz, Buh. Geht da so ein Sub-Downer. Ja, ein kleiner Riser ist drin, aber der hört ein paar Schläge vor der nächsten Eins des nächsten Taktes hört er schon auf, damit wirklich einmal komplett alles raus ist an Instrumenten und nur die Mädels da zu hören sind. Ist auch wieder dieses Na vom Anfang, oder? Was? Dieses Na. Was ist damit? Vom Anfang, das gleiche. Ja. Oh. Das ist so mit Autotune, ne? So. Bonbon Chocolat. Oh, da kam noch so eine ganze Horn-Section dazu. Dun, dun. Na, hörst du die? Ah, ja, dieses Ding. Ja, damit es, genau, Bläser-Sektion, damit das Ganze nochmal so ein bisschen Epicness bekommt. Ja. Kurzer Drum-Fill-In und wir sind im nächsten Verse. Aber ein cooler, der so ein bisschen wie Reverse klingt, so duk, duk, duk. Huk, duk, duk, duk. Jetzt ist ein Trap-Beat. Ja. Hast du auch gemerkt, ne? Wir sind im zweiten Verse und dann ist es, das haben wir jetzt relativ oft schon gehört, ne, dass dann so ein Rap-Part umsteigt. Sehr cool, aber irgendwie wirkt das sehr gekonnt. Also es wirkt nicht fremd, finde ich. Ne? Nee, gar nicht. Also. Aber halt, ne, das sind die alle nicht, aber es wirkt so richtig so, als ob das halt so, als ob es im Blut, ja, als ob es im Blut hätte, so wirkt das gerade. So halt das, ne? Oder? Irgendwie schon. Aber der Flow, finde ich, ist mega so lässig. Ja, genau. Ja, also der hat das im Blut, so fühlt sich das an. Ja, das ein Flow kann man halt auch schwer lernen. Das ist etwas, was man wirklich schwer erlernen kann. Das muss man fühlen. So klingt das. Deswegen ist es so lässig, wahrscheinlich, weil es einfach in sich hat. Ich finde, hier sehen die auch besonders schick aus, oder nicht? Ja, ist so ein bisschen rockiges Schulmädchen. Ja, guck mal hier die Vêtements-Socke. Ja, sowieso voll viel mit Vêtements. Auch vorhin am Anfang waren die Make-ups auch richtig nice mit so diesen Glitzerlippen oder dann diese Steinchen unter den Augen und so. Du musst ein bisschen lauter reden. Muss ich nochmal sagen? Mach mal. Okay, was habe ich gesagt? Am Anfang die Make-ups waren auch nice mit den Glitzerlippen, extra mit so Partikeln, so Schimmerpartikel wie von MAC, so Pigments oder so.
Und Oh, direkt Marken gedroppt. Nice. Dana kennt sich oder aus. unter den Augen diese Steinchen war nice. Ja, und die Outfits sind auch richtig gut wieder. Da ist so viel. Mir fällt die ganze Zeit schon was auf, nur ich will gar nichts dazu sagen, weil du dann sonst gar nicht mehr dazu kommst, zur Musik zu Ja, erzählen, nee, gut, das muss weil schon. ich dann nur noch rede gleich. Oh, okay. Also wie gesagt, folgt alle Dana auf Instagram. Unten in der Beschreibung steht es drin. Schreibt ihr eine DM, dass sie unbedingt einen Kanal aufmachen soll, weil ich habe meine Überzeugungsarbeit schon ausgeschöpft. Das liegt wirklich nur noch, ich gucke die ganze Zeit aufs Mikrofon, ich muss in die Kamera schauen. Ja. Das liegt nur noch an euch, dass Dana wirklich diesen Kanal aufmacht und das umsetzt. Ja, schreibt ihr wirklich, also folgt ihr auf Instagram, schreibt ihr DMs, spammt sie zu. Ich habe gehört, bei 10.000 machst du den Kanal aber safe auf. Also, Bei 10.000 safe. ja, weil mehr Diskussionen kann man da jetzt nicht. Ich versuche Dana auch schon seit 2 Jahren eigentlich dazu zu treiben, dass sie. Ich glaube sogar schon länger. Schon länger. Aber seit 2 Jahren intensiv, dass sie es wirklich intensiv macht, weil sie hat so viel Ahnung von Fashion und von Beauty vor allen Dingen. Und wie oft sie ihre Pinsel wäscht, habe ich noch nie gesehen, dass ein Mensch überhaupt Pinsel wäscht. Ihr wisst Bescheid. Also spamt sie zu, 10.000 Dana, Dana-Rolle, Instagram.com, Dana-Rolle. Ist halt auch geil mit diesem Autotune-Effekt zwar am Anfang, aber so spezifisch, also auch wieder selektiv nur auf einen Satz und so. Cool, ey. Das ist so fresh, Alter, schon wieder. Ich komme halt wieder nicht auf mein Leben klar. Ich habe so viel deutsche Musik die letzten, eigentlich nur diesen Tag gehört, aber weil es gestern Nacht. Hat gestern Nacht und heute deutschen Rap und deutschen Pop gehört. Ey, nichts gegen die deutsche Musikkultur. Aber wenn man halt wenn man die K-Pop-Superlativen sieht, oder das sind ja auch teilweise auch neue Gruppen, die wir hier abchecken und jetzt nicht die Superbanger oder die alten Golden Era-Leute wie Big Bang oder sowas, oder jetzt BTS und Blackpink, aber das ist einfach qualitativ ein komplett anderes Level. Das ist richtig. Das ist so krass. Das ist geil. Da wird man einfach nur. Ja, das sind echte Superlativen und die gibt es in Deutschland, gibt es die nicht. Ja, guck dir das mal an. Das ist auch vom Mix ist es halt geil. Ich muss sagen, dass mir hier der Sound jetzt gerade so super krass gut gefällt. Ich habe manchmal bei der einen oder anderen Gruppe hatten die vielleicht, das habe ich aber in den Videos auch gesagt, im Rap-Part vielleicht verhältnismäßig, fand ich ungewohnt viel Hall drauf zum Beispiel. Es klang dann so, als ob die etwas verstecken wollen würden oder so. Das finde ich immer ein bisschen unnötig. Hier ist der Main Vocal echt super clean in der Mitte, klingt sehr, sehr angenehm. Aber auch so voll. Und ich finde gerade ihre Stimme, gerade bei diesem Away, klingt nochmal mega schön. Genau, und die haben auch zusätzlich zwar auch komplett immer dann im Stereo und Doppel drin, also wir hören die immer im Stereo auch. Das sind mehrere Spuren, die da aufgenommen wurden, aber die Stimmen klingen super warm und kräftig und schön. Es ist nicht ein zu krasser Höhenanteil drin und so weiter. Das ist echt angenehm. Ja. Geil, das ist echt geil. Hier, wo dann dieser Synthesizer reinkommt, der im Hintergrund da diese Höhen spielt. Wir haben sogar noch einen oben drüber, der noch eine höhere Note spielt. Nee, der komplett den Grundton nur durchspielt. So ein ganz hohes. Nee, das hat tatsächlich auch so ein. Das meinst du? Genau das. Aber es ist nur ein Ton. Sorry, zurück. Was war das für ein Beauty-Shot? Der? Oh ja. Der ist krass. Heftig. Die Haare halt auch. Was meinst du, wie lange die ihre Haare gekämmt haben und einzelne Haare extra platziert haben und dann alles mit Haarspray drüber, damit das so bleibt und so aussieht?
Boah, der Zwinker dann noch. Ja. Nice. Bing. Heftiger Shot, Alter. Richtig heftiger Shot. Oh, warte mal. Jetzt habe ich das Falsche gedrückt. Ah, egal. Richtig krasser Shot. Okay, einmal noch. Jetzt sind wir wieder im Pre-Chorus, ne? Ah. Da kam wieder dieser In-Motion-Cut, wo die im Dance-Move sind und komplett andere Outfits und andere Location stehen. Finde ich mega nice, machen die in den K-Pop-Videos recht häufig sogar, ist mir jetzt mittlerweile aufgefallen. Mir ist es einmal aufgefallen und seitdem sehe ich es immer wieder, wenn es kommt und ich finde es mega geil, weil da sieht man auch, wie krass gut die ihre Tänze überall machen. Hier, der hier. Auch wie so ein Klatschen. Also Ja, im Pre-Chorus, ja. Ja. Hatte ich am Part vorher. Also genau der gleiche Part, nur vorher ist genauso. Da kommt eben dieser Aufmarsch jetzt langsam. Nicht zu stressig, finde ich, also nicht zu viel Military, was es gibt, sondern Ja, so ein volles 1, 2, Klatschen 3, auch, nicht 4, so eine... 1. Ja. Ja, auch nicht so ein krasser Höhenanteil, sondern Ja, relativ genau. bauchig im Klang. Das Klatschen, also so ein anständiger Mittenanteil auf dem Frequenzband. Ja. Ich wollte diesen Shot jetzt mal sehen. Der war Geil. geil. Der Shot ist geil. Die Outfits hier, heftig. Ja. Richtig nice. Nice, Leute. Ist immer wieder voll beneidenswert. Dann sitzt man hier und denkt sich so, Alter, krass, was machen wir hier eigentlich? Geil. Ist auch geil, man muss so in die Kopfstimme reinrutschen. Nice. Oh. Ne, der Subdowner wieder. Ja, das war so ein Drum-Fill-In-mäßig. Krass. Der ist sofort rausgefallen. Oha, der klingt mega interessant. Mega interessant. Der war vorher in der ersten Hook aber nicht drin, ne? Nee, hab ich nicht gehört. Das ist, als ob man gegen so ein Rohr so ein hohles Rohr schlagen würde. Also mega nice vom Sounddesign. Ultra geil, Alter. Ich guck die ganze Zeit immer dahin, weil die Kamera immer da stand. Ich bin auf mir fällt es so schwer. Geil. Genau, ab hier sind eben diese Brass-Section drin, eben die Bläser. Da klingt das direkt nochmal epischer und so wird in der Hook nochmal die Spannung noch weiter aufgebaut, obwohl das eh schon mega fett ist. Mit so einem kleinen selektiven Hits wird es noch cooler, ohne dass es überladen ist eigentlich. Das ist schon nice. Ab hier halt, da, der Bon. Sorry, bei dem Part mit dem Na-Na-Na ist auch nur dieses Na-Na-Na noch drin, oder? Also Becken oder sowas vielleicht? Ich hab's richtig benutzt. Wenn man ganz genau hinhört, ist das Na-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 Na ist unterlegt mit einem Synthesizer. Oh. Der spielt genau die Melodie des Na-Na-Na nach, ist aber relativ leise drunter gemischt. Man hört das an der Stelle sehr, sehr gut sogar, weil die tatsächlich alleine zu hören sind, aber dann eben nur dieses Instrument noch drunter liegt. Der spielt genau drunter. Krass, der ist so richtig... Ja, haben die zu einem gemischt, zusammen. zu einem Brei gemischt. Aber man hört ihn, weil er setzt so einen gewissen synthetischen, warmen Höhenanteil noch zusätzlich auf die Stimmen drauf und hat diesen typischen Saw-Synthesizer Sound, also diesen, ich glaube auf Deutsch sagt man Säbelzahn.
deutschen Begriffe sind immer so ein bisschen, naja. Aber der ist auf jeden Fall drauf und deswegen ist dieses Na 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 auch so eingängig, weil eben das als Hook-Melodie so aufgebaut ist und unterlegt ist noch instrumental, dass sich das einfach in die Synapsen einbrennt. Ja. Vor allen Dingen, das ist auch ein Synthesizer, der einen guten Höhenanteil hat noch, aber der nicht überlädt, so der gut gemischt ist. C-Part. Da hören wir eben nur diesen, flächigen Bass, der den Grundton der jeweiligen Harmonie da spielt. Krasses Dressing. Und den Chor, die Akkorde quasi singen. Dieses Das sind, weil die auf jeden Fall dreistimmig sind. Ja, jetzt hier, wo die Drums einsetzen auf dieses liegende Pad-Instrument, also wir sind eigentlich im C-Part noch, aber wir haben die Drums vom Forever. Haben halt die Drums von vorher irgendwie, finde ich, gerade hatte ich so den Eindruck, so, irgendwie passt das nicht so hundertprozentig, finde ich. Oder so ab hier, wo die Drums dann einsetzen. Echt? Finde ich schon. Autotune, Adlibs. Ja, muss ich jetzt sagen, fand ich nicht so geil. Also, weil einfach holt mich nicht ab musikalisch hier. Finde ich da passen, weil das ist eigentlich der C-Part, wo was ganz anderes gespielt wird. Das auch alles sehr flächig ist, alles sehr harmonisch klingt und so weiter. Und dann aber plötzlich diese Drums mit dem Rhythmus, die wir vorher gehört haben. Kommt wieder so wie dieser wie die zweite Strophe in diese Trap-Richtung. Genau. Passt da irgendwie nicht so ganz in den Kontext dann mehr rein. Also ich finde, die Drums passen nicht in den Kontext des C-Parts an der Stelle rein, was gespielt und gesungen wird. So hundertprozentig, finde ich. Und dann rutschen wir einfach wieder in den Pre-Chorus rein mit dem Klatschen. Weißt du? Da hätten sie die Drums auch weglassen können oder noch weniger spielen können. Vielleicht nur die Kick oder sowas. Oder nur die... We will rock you. Echt? Ja. Ja. Was ist da drin? Ja, also die Stomp Clap hier ist hier drin, ja. Der fängt hier auf einmal an, den haben wir vorher nicht gehört. Der kam jetzt zum ersten Mal. Ah. Oh. Also sie ist mit den, die diesen krassen Haar-Beauty-Shot hatte, ne? Mhm. Yo.
Uiuiuiui. Jetzt hier am Ende nochmal aufgebrochen, das Ganze nochmal Tempo rausgeholt. Nicht schlecht. Dung, 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 dung. Ja. Viel mehr Kicks dann gespielt. Transformers Sound, ja. Krass. Geil. Heftig. Vom Sounddesigner wieder einige Sachen ausgepackt. Ich finde die Hook mega geil, mega fett, muss ich sagen. Nur der C-Part hat dir nicht gefallen? Eigentlich auch nur das Ende vom C-Part, also da, wo die Drums einsetzen, das hat mich irgendwie nicht so ganz abgeholt, muss ich leider gestehen, aber Leute, das ist ja auch immer nur eine persönliche Geschmackssache, dafür fand ich die Hook aber umso geiler. Ich habe jetzt erwartet, dass das Bild kleiner wird, aber ich habe die Kamera verstellt. So, Leute, ja, ich glaube, das reicht, wir haben einiges gesagt, oder wolltest du noch was zum Make-up sagen? Nee, das Fashion? war so viel. Ja, du hast ja schon was gesagt. Ja. Alle weiteren Infos findet ihr auf instagram.com/dana.rolle. Dana wird D-A-N-A geschrieben. D-A-N-A. D-A-N-A. Nee, fast. So, ansonsten findet ihr das alles unten in der Beschreibung. Leute, wir sind fast 12.000, Alter. Auf Instagram. Das ist krass, das ist wirklich krass. Das Geile unter anderem an den 10.000 ist, dass ich jetzt endlich Swipe Up machen kann. Also endlich diese Call to Action. Das heißt, wenn coole Videos kommen und die vielleicht untergegangen sind, kann ich die direkt bei mir in der Story verlinken. Deswegen lohnt es sich definitiv für jeden, der mir noch nicht folgt, auf Instagram mir zu folgen. Alles unten in der Beschreibung ist auch schon wieder zu viel Information. Die Leute sind überladen, die wissen gar nichts mehr, was sie machen sollen. Jetzt habe ich ihnen 5 Sachen gesagt und die sitzen nur noch da, so. Keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Gut, wenn ihr wirklich nicht mehr wisst, was ihr machen sollt, abonniert einfach den Kanal. Abonniert alles. Abonniert einfach nur diesen Kanal. Einfach nur auf Abo unten da ist so ein Knopf, so ein roter. Und dann ist nebendran noch so eine Glocke. Wenn man auf diese Glocke klickt, dann bekommt man nämlich, das ist ganz wichtig auch, wenn mal so Überraschungsreleases in der Nacht kommen, habe ich schon gesagt. Kommen ja auch Sachen, gerade freitags und so. Und wenn man auch bei den K-Pop-Sachen Überraschungen rauskommen, dann werden die ja auch sofort abgecheckt und könnte sein, dass ihr schlaft, aber ihr bekommt auf jeden Fall eine Notiz, wenn das Glöckchen an ist. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich. So, fertig. Tschüss. Okay, tschüss.